Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in der Stadt Aurich angekommen. Wir sind in Ostfriesland an der Nordseeküste. Hier, inmitten der ostfriesischen Halbinsel, die früher Moorlandschaft war, liegt die Stadt Aurich. Etwa 30 Kilometer sind es von hier bis zur Küste. Aurich ist die zweitgrößte Stadt in Ostfriesland und Aurich gilt als heimliche Hauptstadt Ostfrieslands. Hier gibt es im Stadtzentrum etliche hübsche alte Häuser zu sehen, dazu Schloss, Hafen und kulturhistorisch interessante Orte. Schauen wir sie uns an. 10 Orte, die man bei einem Aurich-Besuch gesehen haben sollte. Der lebhafte Marktplatz ist unsere erste Station. An der Seite steht ein 25 Meter hoher Turm, der Soestturm. Ein Kunstwerk. Gemacht hat es ein Künstler aus Würselen bei Aachen mit dem Namen Soest. Das Material stammt aus den Abfällen aus der Kernforschungsanlage in Jülich. Es soll Zivilisationsstufen darstellen. Die Auricher nennen das Kunstwerk auch Tauchsieder. Auch am Marktplatz steht dieses Haus, das Knotsche Haus, 1735 gebaut, der Baustil der inneren Häuser in den Niederlanden. Ist sehr lebhaft hier der Marktplatz. Als wir hier waren, fand hier gerade ein Fest statt. Vom Marktplatz geht es jetzt zum zweiten sehenswerten Ort. Das ist die Altstadt mit ihrer Fußgängerzone. Und hier gibt es einige hübsche alte Häuser zu sehen. Zum Beispiel die Hofapotheke. Der Name ist kein Wunder. Aurich war mal Residenzstadt. Aurich war früher politisch bedeutend. Hier war die Residenz der ostfriesischen Fürsten. Später war hier der Sitz der preußischen und der hannoverschen Verwaltungen und auch der Bezirksregierung. Früher war hier ein riesiges Moorgebiet. Im Moor da gab es sandige Geesterhebungen und auf einer solchen wurde Aurich gebaut. Im 9. Jahrhundert entstand hier eine erste Siedlung. Die hat hier um die Kirche herum gelegen. Das dürfte das Gelände sein, wo Aurich entstand. Das ist nämlich, hier ist die Lamberti-Kirche. Wir verlassen die Fußgängerzone und kommen jetzt zum Auricher Schlossbezirk. Hier war früher die Residenz der ostfriesischen Fürsten, später der hannoverschen und preußischen Verwaltungsspitze. Um den Innenhof stehen mehrere Gebäude. Das hier ist das älteste, der Marstall. Ein Graf Edzard II. Ließ hier 1587 ein Gebäude mit einem höfischen Pferdestall im Erdgeschoss und 6 sogenannten Herrengemächern im Obergeschoss bauen. Ein Fürst Georg Albrecht, der ließ 150 Jahre später das Ganze hier umgestalten und hinterließ seine Initialen am Balkongeländer. Die Nummer 4, das ist das Haus der ostfriesischen Landschaft. Damit ist keine Landschaft gemeint, sondern ostfriesische Landschaft, das steht für Landesstände. Das sind 3 gleichberechtigte Gruppen aus Rittern und Vertretern der Bürger und Bauern. Also eine Ständevertretung. Die gibt es in Ostfriesland schon seit 500 Jahren. Das ist also so eine parlamentarische Vertretung für die Ostfriesen. Alles Ehrenamtler, man kümmert sich hier um Kultur, Wissenschaft und Bildung in Ostfriesland. Ein schickes, beeindruckendes Gebäude, oder? Und gleich daneben, da liegt der alte Hafen. Der alte Hafen von Aurich, wo jetzt Wiese ist, da war früher einmal das Hafenbecken.
Ich stehe jetzt hier sozusagen in der Hafenausfahrt. Das Gebäude hier links, das heißt Pingelhus. Das ist eines der Wahrzeichen von Aurich. Und das Pingelhus, das ist unsere Nummer 5. Um 1800 fuhren von Aurich aus regelmäßig Schiffe nach Emden. Ein Kanal war zwischen den Städten gebaut worden, der Emsjade-Kanal. Die Schiffe fuhren am Ende des 19. Jahrhunderts von Wilhelmshaven bis nach Emden. Das Hafenbecken, das wurde 1934 zugeschüttet. Damals hat sich die Schifffahrt auf dem Kanal nicht mehr gelohnt. Ja, und das Pingelhus, das war der Arbeitsplatz des Hafenwärters und ein Lagerhaus. 1800 rum ist es gebaut worden. Und zwar zweigeschossig. Das untere Geschoss war ein Lagerhaus. Das sieht man heute nicht mehr. Denn als das Hafenbecken zugeschüttet wurde, verschwand auch das ganze Stockwerk. Das Haus hat oben auf dem Dachreiter eine Glocke. Die Glocke wurde geschlagen, wenn ein Schiff aus dem Hafen fuhr. Auf Plattdeutsch heißt Klingeln Pingeln, darum Pingelhus. Ja, hier der Kupferstich, der zeigt, wie der Hafen und das Pingelhus mal um 1800 ausgesehen haben. Heute nutzt der Heimatverein das Haus und heiraten kann man auch hier. Das Foto zeigt die bisher einzige Landschaftsrätin der ostfriesischen Landschaft. Sie hat sich in der Erforschung von Bräuchen einen Namen gemacht. Nicht weit entfernt vom Pingelhus liegt die Nummer 6. Wir sind am Hafen von Aurich angekommen, der neue Hafen. Der Auricher Sport- und Freizeithafen am Emsjade-Kanal. Ein kleines Freizeitzentrum ist hier entstanden. Hier liegen Boote und Ausflugsschiffe an, hier gibt es Restaurants und einen Bootsverleih. Und von hier aus kann man mit dem Fahrrad am Kanal langfahren. Nett hier. Für die Nummer 7 kehren wir wieder in die Fußgängerzone zurück. Das Historische Museum Aurich, eines der wirklich sehenswerten Museen in Ostfriesland. Hier erfährt man jede Menge über die Geschichte der Stadt. Hier ein Modell des alten Hafens zum Beispiel. Und im Museum erfahren wir etwas über 3 weitere Orte, die man unbedingt in Aurich sehen sollte. Die Nummer 8, die zeigt uns Spuren der ostfriesischen Häuptlingsfamilie Zerxena. In einem Mausoleum auf dem Friedhof, nämlich, sind die Grafen und Gräfinnen der bekannten Häuptlingsfamilie in Prunksärgen bestattet. Im Museum sieht man einige der Kleidungsstücke aus den Särgen, denn die Särge, die mussten nach einem Wasserschaden in das Mausoleum umgebettet werden. Leider ist das Mausoleum nur selten zu besichtigen, in den Sommermonaten nur einmal im Monat. Ein Modell im Museum zeigt uns Ort Nummer 9. Das Modell zeigt ein Großsteingrab, 5000 Jahre alt. So soll es ausgesehen haben. Das Grab bestand aus 2 Kammern. Gebaut war es aus Findlingen, also riesigen Steinen, die aufrecht standen, und je einem Stein als Grabplatte. Das würden wir natürlich gerne im Original sehen. Dazu müssen wir ein paar Kilometer nach außerhalb fahren, nach Tannenhausen. Spuren der Geschichte. Das Großsteingrab Tannenhausen, eine Megalith-Grabanlage der Trichterbecherkultur. Aber Vorsicht, es ist nicht alles original, es ist zum Teil rekonstruiert. Die Originalanlage, die wurde im Laufe der Jahrhunderte zerstört. Erst 1962 wurde die Anlage erforscht,
und es wurden Funde ausgegraben. Ein kleiner Parkplatz an einem Waldgebiet. Ein Fußweg führt in den Wald. Knapp 100 Meter ist er lang. Es geht durch dichten Wald, rechts und links des Weges. Vielleicht hat es ja so vor 5000 Jahren ausgesehen. Was die Anlage hier auszeichnet, das ist eine erstklassige Beschriftung. Auf Tafeln und Bildern wird alles erstklassig und verständlich erklärt. Gute Erklärungen zur Steinzeit überall. So hat die Steinzeitsiedlung, die ja hier vermutlich in der Nähe gewesen ist, eventuell ausgesehen. Hier etwas zu den Ausgrabungen und zur Erforschung. Das Grab, das bestand aus einer West- und einer Ostkammer. Gebaut war es aus Findlingen, also riesigen Steinen, die aufrecht standen und je einem Stein als Grabplatte. Von den Originalsteinen stehen noch 3. Und die nennt man hier in Aurich Butter, Brot und Käse. Eine der Grabkammern, die wurde rekonstruiert. Da hat man 7 Steine zugestellt. Die Steine, die stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Weil die Steine von dem Grab so groß und schwer waren und weil sie von weit her transportiert wurden, dachte man früher, diese Arbeit könnten nur Riesen geschafft haben. Ein anderes Wort für Riese ist Hühne, daher Hünengrab. Eine Grabkammer hat man so wiederhergestellt, wie sie vermutlich in der Steinzeit ausgesehen hat. Holzpfähle dekorieren den Eingang. Ein Blick ins Grabinnere. Okay, das ist ein Bild. So soll es also ausgesehen haben. Wie mag man in der Steinzeit zu einem Grab hingegangen sein? Oder überhaupt? Sind die Menschen hier langsam hingegangen, um ihre Ehre zu erweisen? Oder nur zum Bestatten? Ich muss einmal diesen Weg gehen. Bei den Ausgrabungen hier, da fand man Schalen, Trichterbecher, Schultergefäße, Kragenflaschen und weitere Steingeräte. Die Funde, die kann man heute im Historischen Museum in Aurich sehen. Das hier sind sie. Wenn auch nicht mehr so ganz original. Es ist eine eindrucksvolle Anlage, vor allen Dingen gut beschildert. Wir verlassen den Steinzeitort, wir verlassen die Steinzeit. Informationen zum Ort Nummer 10 erhalten wir im Museum. Dann machen wir uns auf zum Upstalboom. Wir sind im Ortsteil Rahe, 3 Kilometer von Aurichs Altstadt entfernt. Der Weg führt über einige 100 Meter durch eine Allee. Der Upstalboom. Das war die Versammlungsstätte der Abgesandten der friesischen Landesgemeinden, der 7 Seelande. Die hatten sich zu einem Bund zusammengeschlossen. Dieser Bund sollte den Landfrieden unter den einzelnen friesischen Gebieten sicherstellen. Hier entlang der Allee gibt es jede Menge Tafeln mit Erklärungen und Zeichnungen. Sehr gut gemacht. Diese Landesgemeinden der friesischen Freiheit, die sandten Abgesandte zum Upstalboom. Hier ein altes Bild, wie man sich das wohl vorstellen muss. Dort fand einmal im Jahr, und zwar an dem Dienstag nach Pfingsten, das große Treffen statt, sozusagen ein Parlament, ein Landtag. Hier wurde Recht gesprochen, hier sprach man über das Zusammenleben und es wurde die Außenpolitik des Bundes festgelegt. Der Upstalboom, das Denkmal der Freien Friesen.
1833 hat man an der Stelle, wo damals getagt wurde, diese Pyramide gebaut. Die ostfriesische Landschaft, die schreibt zur Bedeutung des Ortes: Sie befinden sich am Upstalboom und damit an einem Ort mit herausragender Bedeutung für Ostfriesland und darüber hinaus für das gesamte ehemals friesische Siedlungsgebiet an der Nordseeküste. Bereits vor mehr als 400 Jahren wurde der Upstalboom als Altar der Freiheit gefeiert und er gilt bis heute als Symbol der Freiheit der Friesen. Auf der Tafel steht: Auf der Versammlungsstätte ihrer Vorfahren, dem Upstalboom, errichtet von den Ständen Ostfrieslands im Jahre 1833. Ein interessanter Tag geht zu Ende. Also wir finden, Aurich lohnt, wenn man in Ostfriesland oder an der Nordseeküste von Ostfriesland unterwegs ist. Ein Tagesausflug in die heimliche Hauptstadt Ostfrieslands lohnt. Eine hübsche, nette Stadt. Viel gibt es zu sehen hier. Schöne alte Häuser, interessante Bauten und viel Geschichte. Wir mögen das. In diesem Sinn, tschüss.